Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von DTM Daan Tobacco hat die Firma in Lauenburg in Norddeutschland ein Jubiläumsblend herausgebracht. Dieser Tabak hat es von Anfang an verstanden, zu meinen absoluten Favoriten zu zählen. Und von daher versteht es sich von selbst, dass ich es mir natürlich nicht nehmen lassen konnte, diesen vorzüglichen Tabak einmal vorzustellen und euch näher zu bringen. Und zwar geht es konkret um diesen Tabak hier. Ganz genau, es geht um dieses Prachtstück von Tabak, den Choo Choo Train, der von DTM Daan Tobacco zum 25-jährigen Jubiläum kreiert worden ist. Hierbei handelt es sich wirklich um einen Jubiläumsblend, der es in sich hat, und zwar einen, von dem ich wirklich hoffe, dass er bei Daan Pipe bzw. Daan Tobacco auch in Zukunft noch zu haben sein wird. Denn dieser Tabak ist, auch wenn man ihn im Katalog sieht, doch gänzlich anders, als man ihn sich vorstellen könnte. Doch bevor ich jetzt ins Detail gehe, in gewohnter Weise schauen wir uns doch erstmal in aller Ruhe das Tabaksbild dazu an, wie der Tabak überhaupt daherkommt, die Pfeife, in die ich ihn entsprechend eingebracht habe, und wir sehen uns dementsprechend dann gleich wieder, nachdem ihr die Impression genossen habt. Viel Spaß damit und bis gleich. Ich habe mir den Choo Choo Train in einer 50 Gramm Dose zugelegt und so kommt der Tabak daher. Es handelt sich mehr oder weniger um einen breiten, langen Flake-Tabak, und zwar in der Form eines langen Strangs, der in mehreren Schlaufen zusammengelegt worden ist. Und schaut man sich den Tabak etwas genauer an, dann sieht man halt eben, dass es sich hierbei ausschließlich um Virginia-Tabaka handelt, die zusammengelegt mit etwas Waldhonig zusammen gepresst wurden zum Fermentieren und anschließend mit Vanille harmonisch abgerundet wurden. Für dieses Review habe ich mich dazu entschieden, die Criswell 8-Panel Potch zu nehmen, hergestellt durch Paul Winslow. Und diese Pfeife zeichnet sich halt in allererster Linie dadurch aus, dass sie eine weite Kopfbohrung hat mit einem entsprechenden Füllvolumen. Und dieses ist ideal, um dem Flake-Tabak in der Brennkammer genügend Platz zum Entfalten zu bieten. Und dadurch, dass das Ganze in einem einzigen großen Flake ist, den man mehr oder weniger nur zerrupfen kann, hat man halt nur die Auswahl, entweder den Tabak komplett in der Hand aufzureiben zu einem Ready Rubbed oder aber, wie ich es jetzt getan habe, ihn zu Kugeln zu formen, in die Pfeife einzubringen, leicht anzudrücken und zu rauchen. So sieht der Tabak aus, nachdem man die ersten Fetzen entnommen hat. Und er lässt sich sehr bequem runterrauchen. Am Ende bleibt lediglich diese feine graue Asche übrig. Und da bin ich schon wieder. Hier ist noch einmal kurz die Pfeife, die ich jetzt für dieses Video nehmen werde. Es handelt sich um die Criswell 8-Panel Potch, hergestellt durch Paul Winslow. Eine klassische, oder sagen wir mal, eigentlich eine Pottpfeife mit entsprechend weiter Bohrung und daher eine ideale Pfeife zum Rauchen von Flake-Tabaken. Kommen wir also zum Review. Wie ihr schön sehen kann, der Tabak bäumt sich wieder erwartens nur sehr wenig auf.
Oberfläche lässt sich also sehr schön glätten und erneut gleichmäßig jetzt in Brand setzen. Da es sich um einen Tabak handelt, der auf Virginia-Graden basiert, versteht es sich von selbst, dass er beim Anzünden ein klein wenig bitter daherkommt. Doch bereits nach ein paar wenigen Sekunden verfliegt dieses leicht bittere Aroma und macht Platz für eine wirklich angenehme, milde Süße. Der Choo Choo Train ist letztendlich ein Flake-Tabak, der ja in einer kompletten Flake-Rolle daherkommt, ähnlich dem Orly Golden Sliced, allerdings wie einiges dicker geschnitten. Das ist ein richtig breiter Gürtel, den man da zusammengefaltet in der Dose vorfindet. Und da ja Dan Tobacco bekanntermaßen ohne Klebemittel arbeitet, ist es halt ein bisschen schwierig, den Flake als Flake der Dose zu entnehmen, vielleicht sogar zurechtzuschneiden oder zurechtzureißen. Deswegen ein Stopfen der Pfeife mit der klassischen Knick- und Faltmethode ist hier absolut unmöglich. Vielmehr empfehle ich den Tabak entsprechend aus der Dose heraus zu rupfen, anders funktioniert das überhaupt nicht. Reißt euch entsprechend die Anteile raus, die ihr braucht, und dann könnt ihr ja wählen, ob ihr ihn entsprechend in der Hand aufreibt und als Ready Rubbed einbringt oder aber, wie ich es gemacht habe, immer ein paar Fetzen herausreißen, zu einer Kugel formen, in die Pfeife geben, obendrauf etwas lockerer geben, leicht andrücken, und ich empfehle auch nach oben hin 1, 2, vielleicht sogar 3 Millimeter Platz zu lassen, weil der Tabak sich zwar nur ein wenig aufbäumt, aber er bäumt sich auf, sprich er braucht Platz in der Pfeife, um sich und das Aroma entfalten zu können. Dieser Virginia-Tabak oder dieser Virginia Flake ist dezent aromatisiert, und zwar nach meinem Empfinden mehr zum Abrunden des natürlichen Aromas. Und zwar ganz dezent mit ein wenig Honig und Vanille. Der Choo Choo Train kommt daher nach meinem Empfinden doch schon recht nah an einen naturbelassenen oder an einen naturnahen Tabak heran. Da die Aromatisierung, wie gesagt, nicht im Vordergrund steht und auch nicht nach vorne prescht, sondern schön dezent einfach nur vorhanden ist, um den natürlichen Geschmack der verwendeten Virginia-Sorten harmonisch abzurunden. Und harmonisch im wahrsten Sinne des Wortes. Der Tabak ist sehr, sehr weich vom Geschmack her. Er ist rund, er umspielt förmlich die Zunge und er gibt einen sehr, sehr kühlen, angenehmen Rauch. Da es sich nun einmal um einen Virginia-Tabak handelt, versteht es sich halt von selbst, dass man ihn wirklich bewusst, langsam und behutsam und ruhig rauchen sollte, damit er eben nicht geschmacklich kippt und bitter wird.
Der Geschmack ist fantastisch. Es ist wirklich sehr harmonisch aufeinander abgestimmt und wie gesagt, sehr, sehr mild. Auch der Nikotingehalt ist nach meinem Empfinden sehr, sehr niedrig. Und wer jetzt natürlich einen Virginia Flake erwartet, der doch so ein bisschen Bums oder ein bisschen Würze mit sich bringt, dem kann ich den Tabak nicht wirklich ans Herz legen, sondern die Aromatisierung aus Honig und Vanille unterstreicht ja eben die natürliche Süße der vorhandenen Virginias. Und wie man anhand des Tabaksbildes sehen konnte, es sind sehr helle Virginias, Golden Virginias, und die bringen halt eben doch mehr so die Natursüße mit und weniger das würzig-heuige, was manch anderer Virginia-Liebhaber vermutlich eher bevorzugen würde. Für ein Süßmaul wie mich definitiv eine Empfehlung und daher auch meine Empfehlung für all jene von euch, die sehr gerne Virginia-Tabak lieben, die aber vor allem dieses leicht Süffige mögen und eben dieses Süffige, wie man es beispielsweise auch vom Patriot Flake oder vom Criswell Mellow Navy Cut her kennt, dieses Süffige wird hier durch den Honig und die Vanille sehr angenehm unterstrichen. Das war es auch schon soweit von mir für heute. Ich hoffe, ich konnte euch den Choo Choo Train, den 25-Jahres-Jubiläumstabak von DTM Dan Tobacco ein wenig näher bringen. Bin auch wieder auf eure Kommentare gespannt und natürlich darauf, wer von euch den Tabak vielleicht selbst schon verköstigt hat, wie eure Meinung dazu ist. Lasst uns über die Kommentarfunktion unten ruhig ein wenig austauschen. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.